Hi ihr Lieben, heute gibt es eine leckere Oreo-Torte. Mein Papa zum Beispiel, der liebt Oreos und ich habe ihm letztens, als er Frührentner geworden ist, habe ich ihm eine Oreo-Torte gemacht. Das habt ihr im Vlog gesehen und habt gesagt, Kiki, die musst du uns doch mal zeigen. Und da habt ihr vollkommen recht. Die ist gar nicht mal so kompliziert, aber dafür richtig, richtig köstlich. Ich habe jetzt hier einmal schon vorbereitet meinen Schokoladen-Biskuitboden. Dafür gibt es ein extra Video, damit dieses Video auch nicht so lang gehalten ist und ihr darauf immer zurückgreifen könnt. Dann brauchen wir natürlich Oreos. Hier habe ich noch etwas Kakao, ganz normalen Trinkkakao für die Böden, Mascarpone, Vanilleextrakt und Sahnefest. Hier habe ich Puderzucker und Schlagsahne. So, und jetzt beginnen wir mit der Schlagsahne. Tipp Nummer 1, die Schlagsahne muss ganz frisch, also ganz kalt aus dem Kühlschrank kommen. Und das muss auch kalt Genau, so wollte ich gerade sagen, du hast mich jetzt richtig erschrocken. Also das hier. Ganz genau, Hamza hat schon gelernt. Das ist auch ein Schneebesen. Mit dem also der Schneebesenaufsatz und die Schüssel. Bestenfalls auch für 10-20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Es ist ein fataler Fehler, wenn ihr das zum Beispiel gerade heiß wascht oder so und dann hier drauf legt. Und dann wird die Sahne auf jeden Fall gerinnen, die wird auf jeden Fall nicht steif. Daher diese Tipps beherzigen. Jetzt gebe ich die Sahne in die Maschine, schlag die so ungefähr 30 Sekunden an und gebe dann 8 Teelöffel Sahnefest dazu und dann auf höchster Stufe vollständig steif schlagen. So, die Sahne ist schön steif geschlagen. Wir verwenden sie jetzt sofort weiter. Würdet ihr euch jetzt ein bisschen Zeit lassen, dann gebt die Sahne auf jeden Fall in den Kühlschrank. Aber ich beeile mich jetzt, daher ist es kein Problem, wenn sie eine Minute hier steht. Jetzt gebe ich Mascarpone in eine große Rührschüssel zusammen mit dem Puderzucker und dem Vanilleextrakt. Und da kommt auch noch mal ein bisschen Sahnefest rein. Ich rühre das Ganze dann mit einem Schneebesen um und hebe dann die Sahne mit meinem Teigschaber unter. So fluffig ist unsere Creme, die wird gleich noch aufgepimpt und das Tolle ist, ich benutze die jetzt zum Befüllen, zum Bestreichen und für die Sahnehäubchen. Also wir haben hier 3 in 1 quasi. Wichtig ist, jetzt die Creme in den Kühlschrank geben, das mache ich jetzt sofort und nutze aber die Zeit, um dann die Oreos, die Kekse der Oreos von der weißen Creme zu befreien. Die weiße Creme brauchen wir in diesem Rezept nicht, aber nicht wegschmeißen, das könnt ihr euch ja aufbewahren und in irgendwas anderes weiterverarbeiten oder einfach so naschen und dann geht es auch schon weiter. Den Großteil der Oreos habe ich jetzt in meinem Blender ganz, ganz fein gemahlen. Und einen kleinen Teil habe ich nur grob geschnitten, das brauche ich dann später für die äußere Deko. Und falls ihr euch jetzt wundert, Kiki, wie viel brauchen wir denn von all dem? Ich schreibe euch immer die ganz genauen Mengenangaben unten in die Videobeschreibung. Einfach neben dem Titel den Pfeil anklicken und dann gelangt ihr direkt dorthin. Und jetzt habe ich hier meinen Schokobiskuitboden und der wird jetzt zweimal durchgeschnitten, sodass wir 3 Böden erhalten. Schaut euch den Boden an, richtig feinporig. Den habe ich gestern Abend vorgebacken und der ist einfach der beste. Also wie gesagt, auch das Rezept verlinke ich euch in die Videobeschreibung. So, jetzt habe ich mir die Creme aus dem Kühlschrank geholt und gebe einen Teil, also gerade so ein bisschen weniger als die Hälfte, in meine Schüssel, also in eine separate Schüssel und gebe da die gecrushten Oreo-Kekse rein, denn das ist unsere Füllung. Für außen brauchen wir dann wieder eine weiße Creme, eine helle Creme, ohne die Oreo-Kekse, daher mache ich das alles immer gerne separat. Die Oreo-Füllung ist fertig und ich habe die restliche Creme auch schon wieder in den Kühlschrank gepackt, denn der Kühlschrank ist heute unser Freund. Also damit ihr echt nicht zu Hause verzweifelt, immer wieder kühlen. Und ich nehme jetzt hier wieder mein Konstrukt, das ich immer gerne habe. Ich habe immer mein Konstrukt, wenn ich Torten mache. Und zwar besteht das aus meiner drehbaren Tortenplatte.
die hier aus Glas. Dann habe ich hier die Tortenplatte, auf der die Torte serviert wird und meinen Tortenring, damit auch alles schön gerade an den Seiten nach oben geht. Und ich mache naja, und ich mache das jetzt so, dass ich mir einen Boden nehme und ich tränke den ja jetzt mit dem Trinkkakao, einfach so, damit ich so ein bisschen schokoladiger habe, könnt ihr auch drauf verzichten. Also an sich sind die Böden jetzt nicht trocken, sondern super, super saftig und lecker. Und da gebe ich jetzt ein bisschen Trinkkakao oben drauf, gebe dann die Oreo-Füllung dazu und dann schichten wir das, bis wir mit dem letzten Boden abschließen. Jetzt ist die Torte befüllt und ich gebe da jetzt, damit die Oberfläche auch nicht austrocknet, mein Cakeboard oben drauf. Cakeboard. Mein Cakeboard oben drauf. Und so gebe ich jetzt meine Torte für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Danach lösen wir den Tortenring und werden sie rundherum einstreichen. Aber das zeige ich euch gleich auch noch mal ganz in Ruhe. So ihr Lieben, nach der Kühlzeit mit einem Tortenringmesser am Rand entlangfahren, damit da auch nichts mehr am Tortenring kleben bleibt, wenn ihr ihn entfernt. Und jetzt nehme ich ihn einmal weg von der Torte und bestreiche sie mit der weißen Creme. Ich liebe diesen Moment. Sieht dann immer so gut aus. Nach dem Einstreichen wird die Torte für 2 Stunden in den Kühlschrank gegeben und dann kümmern wir uns um die Deko. Die Kühlzeit ist wichtig, ihr Lieben, damit das Ganze ein bisschen fester wird und wir jetzt den Schokodrip ganz einfach darüber geben können, ohne dass irgendetwas verläuft. Und für den Schokodrip habe ich hier schon was vorbereitet. Und zwar habe ich Zartbitterkuvertüre und Butter in der Mikrowelle bei geringster Wattzahl geschmolzen. Und jetzt verrühre ich das und dann gebe ich einfach den Drip auf die Torte. Jetzt lassen wir den Schokodrip einmal ganz kurz aushärten. Ich gebe das jetzt einfach in den Kühlschrank für ca. 10-15 Minuten und dann spritze ich mit meiner Rosentülle richtig schöne Tupfer auf die Torte mit der restlichen Creme. Ihr solltet nämlich auf jeden Fall für die Tupfer noch was übrig haben, laut meiner Berechnung. Und dann gebe ich nur noch halbe Oreos drauf und dekoriere den Rand mit meinen klein gehackten Oreos. So, ich werde immer langsamer. Das ist immer, wenn ich mich auf was freue, rede ich einfach immer langsamer und genieße die Sätze, die ich sage. Richtig verrückt. Also, ihr seht gleich die Deko und dann schneiden wir zusammen an. Und fertig ist die perfekte Oreo-Torte. Ich finde nicht, dass eine Oreo-Torte immer hoch und mächtig sein muss, sondern einfach auch mal locker leicht. Wir haben ja jetzt die Sahne-Mascarpone-Creme und innen auch mit den Oreo-Keksen aufgepeppt. Und was ich wichtig finde, der Boden. Ich habe jetzt extra nicht meinen saftigen Schokoboden genommen, der ist zwar lecker, aber ich habe extra darauf verzichtet und den locker leichten Schokobiskuit genommen, damit die Torte nicht so schwer ist und eure Gäste nicht sagen, ach Mensch, die liegt jetzt aber richtig schwer im Magen. Nein, also so ist die definitiv nicht. Und ich glaube, davor haben die meisten Angst. Ja, davor haben die meisten Angst. Das ist echt so. Die fragen nur immer, Kiki, da ist doch Sahne und so. Nee, das ist gar nicht. Die Torte. Genau, die ist schön niedrig diesmal gehalten und überhaupt nicht deftig. Also macht sie unbedingt nach, wenn ihr Fans von Oreo-Torten seid. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Oreos an sich snacke ich nie. Reizt mich gar nicht so, aber in Torten verarbeitet finde ich es richtig lecker. Und vor allem in Cremes. Vor allem in Cremes, ganz genau.
Und wenn ihr da jetzt noch ein paar Geburtstagskerzen oben drauf packt, dann habt ihr die perfekte Geburtstagstorte. Das stimmt. Das ne? ist, ja. Oder? Also ich finde, das sieht einfach nur hübsch aus. Unbedingt nachmachen, schaut in die Videobeschreibung, wie gesagt, für alle ganz genauen Mengenangaben. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt und euch die Torte anspricht, dann hinterlasst doch gerne jetzt ein Däumchen nach oben, damit ihr uns auch was zurückgibt. Und in die Kommentare bitte die nächsten Wünsche, dann kann ich drauf eingehen und kann das nächste Mal was zaubern. So, ich bin jetzt ganz aufgeregt wegen der Torte, weil wir gleich auch naschen werden. Aber euch verabschiede ich jetzt erstmal und sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!